bin Ines, ich bin Tourmanagerin von Bad Cop, Bad Cop. Wir waren auf Tour Ende Februar und März und es waren insgesamt 20 Shows geplant und ich mache ja schon seit Jahren den Merch und habe den auch diesmal komplett nachhaltig produzieren lassen, alles in Berlin von kleinen Firmen und ein echt Hammer-Merch zusammengestellt und wir sind auf Tour, hatten 2 Shows in England, lief Bombe, super Verkaufszahlen, kommen nach Deutschland, haben echt super Shows und dann dachte ich mir schon, also wir müssen irgendwie Nachschub bestellen. Und dann habe ich welchen bestellt und dann sind wir weiter auf Tour gewesen und dann war es wirklich innerhalb von wenigen Tagen, dass uns klar war, wir können nicht weiter touren und wir dürfen auch nicht weiter touren. Und wir müssen jetzt hier abbrechen. Und dann war aber die Hälfte noch vom Merch übrig oder noch mehr, weil ich hatte ja noch mal nachbestellt. Die Idee für den Online-Shop hatten wir eigentlich schon seit ein paar Jahren. Wir haben es aber nie irgendwie umgesetzt, weil es bleibt immer nach Natur irgendwas übrig. So. Das habe ich dann immer eingelagert bis zur nächsten Tour und diesmal war ja nicht abzusehen, wann die nächste Tour ist und es war so viel und ich habe gesagt, wir müssen jetzt auch irgendwie die Verluste wegmachen. Ich mache jetzt einfach diesen Online-Shop und habe dann von unserer Vorband McWar und den Bad Cop Merch in einen Online-Shop gepackt. Klar, beim Klassiker Merchandise, T-Shirts und Hoodies und was es nicht alles gibt, Stoffbeutel. Erstmal einen nachhaltigen Hersteller, das heißt, es ist Bio-Baumwolle, es ist GOTS zertifiziert. Die werden quasi Earth Positive, heißt mit komplett nachhaltigen, erneuerbaren Energien, ohne Giftstoffe, faire Löhne, ganz wichtig, weil das ist auch ein Thema für Feminismus. Bekleidungsbranche, und das impliziert ja auch den Merchandise, einfach mal von 80% Frauen produziert wird. Und natürlich wollen wir und will die Band auch, wenn man über Feminismus und Empowering spricht, dann darf man auch nicht vergessen, wer am Ende oder am Anfang eines Produktes steht. Und das impliziert halt, dass alle in dieser Wertschöpfungskette fair bezahlt werden, gut bezahlt werden, sich davon etwas leisten können und auch glücklich damit sind. Genau, und das sind Produkte, die werden in Indien fair hergestellt und hier in Berlin verfeinert von einer sehr kleinen, ganz tollen Druckerei, die uns das wunderbar nachhaltig auch bedrucken. Dann was haben wir noch? Buttons aus Berlin, Aufnäher aus Berlin, alles hier. Die habe ich im Winter alle akquiriert. Ich habe mich einfach auf die Suche gemacht nach Herstellern, bin hingefahren, habe die angeguckt und gemerkt, ja, super, läuft. Machen wir. Ich versuche den Versand nachhaltig zu gestalten. Habe jetzt neuerdings ökologisches Klebeband und versuche halt wirklich jeden Mensch und jeden anderen Aspekt eines Produktes transparent, nachhaltig zu gestalten. Und irgendwie für mich ist das auch die logische Schlussfolgerung von Punkrock und Feminismus. Und man kann nicht über Empowerment singen und dann T-Shirts irgendwie aus einem Sweatshop verkaufen. Das ist irgendwie nicht geil. Und ich muss sagen, dass alle Kunden, wir hatten das auf dieser letzten verkürzten Tour, direkt auch ein kleines Schildchen hatte Jenny gemalt, am Merch mit liegen und alle fanden es super. Also es sind halt auch wahnsinnig tolle Produkte.
Und das Feedback von den Kunden ist einfach richtig gut.